Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir ein kleines Spiel für euch ausgedacht, nämlich werde ich euch Sailor Moon Attackensprüche vorlesen und ihr müsst mir dann sagen, ob es die wirklich gibt oder ob ich mir die einfach ausgedacht habe. Das Ganze macht wahrscheinlich mehr Spaß, wenn man die originalen Namen nicht kennt, also wenn man einfach wirklich raten muss und nach dem Gefühl gehen muss. Also es geht hier gar nicht richtig drum, ob man das weiß, sondern ich glaube, der Spaß liegt einfach mehr darin, wenn man nach dem Gefühl rät. Aber auch wenn ihr die originalen Namen kennt, ist das kein Problem, ihr könnt trotzdem gerne mitmachen, denn es sind auch einige Angriffe dabei, die es nur im Manga gab und selbst da waren ein paar mit drunter, an die ich mich selber gar nicht mehr erinnern konnte. Übrigens wäre es auch ganz cool, wenn ihr euch eure Punkte aufschreiben würdet, also wie viele ihr richtig hattet und mir das dann am Ende in die Kommentare schreibt. Aber gut, fangen wir doch mal an mit dem ersten Spruch und der heißt Starlight Honeymoon Therapy Kiss. Und falls diese Attacke echt ist, dann wäre es eine Attacke von Sailor Moon. Ihr habt jetzt etwas Zeit zum Überlegen. Und die richtige Antwort ist, die Attacke ist echt. Es ist wirklich eine Attacke von Sailor Moon bzw. von Eternal Sailor Moon aus Staffel 5. Diese gab es übrigens auch im Anime. So, unser nächster Angriff heißt Moonlight Twinkle Beam. Auch das wäre ein Angriff von Sailor Moon. Und die Antwort ist, nö, das habe ich erfunden. Angriff Nummer 3 lautet Venus Lovely Charm und wäre natürlich eine Attacke von Sailor Venus. Und was sagt ihr? Gibt's diesen Angriff oder gibt's ihn nicht? Nein, es gibt ihn tatsächlich nicht, auch den habe ich erfunden. Und als nächstes haben wir gleich noch einen Angriff von Sailor Venus, nämlich Rolling Heart Vibration. Na, habt ihr diesmal gedacht, die Attacke ist echt? Da lagt ihr richtig, denn die gibt es wirklich, wenn auch nur im Manga und ja, auch in Sailor Moon Crystal, aber bisher gibt es, denke ich mal, fast alle Manga-Attacken auch in Crystal. Die nächste Attacke lautet Jupiter Coconut Cyclone. Und die Lösung lautet, es gibt sie, aber auch diese hier nur im Manga oder in Crystal. Und ja, ich weiß, das klingt total seltsam, weil das Wort Kokosnuss mit vorkommt. Naja, aber im Manga hat Jupiter ja auch Pflanzenattacken und nicht nur Blitzattacken. Aber das hier ist eigentlich mehr beides. Okay, als nächstes haben wir Venus Superstar Beam. Ist sie real oder fake? Die Auflösung gibt es jetzt. Sie ist fake. Ich habe sie mir ausgedacht. Die nächste Attacke wäre Pink Lady's Freezing Kiss. Und auch diesen Angriff gibt es wirklich im Manga, denn es ist eine Gruppenattacke von Sailor Chibi Moon und dem Amazonenquartett. Oh yeah. Und der nächste Angriff heißt Sparkling White Pressure und das ist eine Attacke von Sailor Jupiter. Und sie ist echt. Sparkling White Pressure gibt es wirklich, sowohl im Anime als auch im Manga. Im Anime ist es die zweite Attacke von Jupiter. Die nächste, Mars Blazing Inferno. Und was habt ihr getippt? Es ist falsch, die gibt es nicht. Als nächstes haben wir einen Gruppenangriff der Senshi, nämlich lautet er Sailor Milky Way Attack. Und die Antwort lautet, das ist fake. Auch das habe ich mir ausgedacht.
Ich fühle mich gerade schon hier wie Jonathan Frakes bei X-Factor. Der nächste Angriff stammt tatsächlich von Sailor KQ und lautet Starlight Royal Straight Flush. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr oder ist sie frei erfunden? Wenn Sie gedacht haben, diese Geschichte wäre wahr, dann liegen Sie richtig. Ja, also die Attacke gibt's wirklich im Manga. Denn ja, Prinzessin KQ hat dort auch eine Sailor-Form und demnach auch Angriffe. Auch wenn ich nicht weiß, was sie mit Kartenspielen zu tun hat, aber okay. Als nächstes haben wir Swirling Blizzard. Das wäre eine Attacke von Sailor Mercury, denn die hat ja auch Eiskräfte. Nö, diese Attacke gibt es nicht. Die nächste lautet Jupiter Hurricane Blast. Und die Antwort lautet, auch wenn ich sie cool finde, es gibt sie leider nicht. Die nächste Attacke ist wieder eine lange, und zwar wieder eine von Sailor Moon, nämlich heißt sie Silver Moon Crystal Power Kiss. Und was meint ihr? Ja, es gibt sie wirklich, aber ich glaube sogar in dieser Form gibt es sie nur im Anime. Ich glaube im Manga gibt es nur Silver Moon Crystal Eternal Power. Aber gut, gehen wir weiter zu einer Attacke von Sailor Neptune, und zwar Submarine Violon Tide. Ja, auch diesen Angriff gibt es wirklich, und zwar im Manga. Das war unter anderem auch so ein Kandidat, an den ich mich nicht mehr erinnert habe. Die nächste Attacke, Star Sirius Laser. Das wäre ein Angriff von Sailor Starfighter. Na, real or fake? Und es war real. Das gab es tatsächlich. Also das war sowohl im Anime als auch im Manga der Angriff von Sailor Starfighter. Weiter geht es mit Ocean Tsunami, wie man sich schon denken kann, eine Attacke von Sailor Neptune. Aber diese Attacke gibt es gar nicht. Die ist frei erfunden. Als nächstes haben wir Space Time Typhoon. Und das wäre ein Angriff von Sailor Pluto. Ja, wäre es. Wenn es ihn denn geben würde, aber nein, es gibt ihn nicht. Pluto hat eine Attacke namens Kronos Typhoon, aber keinen Space Time Typhoon. Und wir machen gleich weiter mit einer Attacke von Sailor Pluto, nämlich Garnet Ball. Na, habt ihr gedacht, die Attacke ist echt? Das ist sie auch, es gibt sie wirklich im Manga. Wobei es ist, glaube ich, gar keine richtige Attacke, es ist eigentlich mehr so ein Schutzschild, aber das zählt trotzdem. Weiter geht's mit Shooting Star Rocket. Und das ist ein Angriff der Sailor Starlights. Aber die Lösung ist, es gibt ihn überhaupt nicht. Machen wir gleich weiter mit Pink Candy Rain, eine Attacke von Chibiusa. Aber auch die gibt es überhaupt nicht. Sie hat zwar Pink Sugar Heart Attack, aber ansonsten eigentlich keine Attacke, die irgendwas mit Süßigkeiten zu tun hat. Und als nächstes haben wir wieder eine Attacke von Sailor Moon, nämlich heißt sie Moon Twilight Flash. Und Moon Twilight Flash gibt es wirklich, wenn auch tatsächlich nur im Manga. Gut, und dann gleich noch ein Angriff von Sailor Moon, nämlich Rainbow Moon Heart Ache. Und
Der ist echt, denn den gab es sowohl im Anime als auch im Manga. Im Anime war es ihre erste Attacke, ihre zweite Attacke in der 3. Staffel. Und dann haben wir als nächstes noch einen Angriff von Sailor Neptune, nämlich Mirror Wave Melody. Auch wenn es schön klingt, leider gibt es diesen Angriff nicht wirklich. Machen wir weiter mit Venus Winged Chain Sword. Venus Winged Chain Sword gibt es wirklich, und zwar im Manga. Ein paar Attacken haben wir noch, ich hoffe es dauert euch nicht zu lang, aber ich habe einfach so viele coole Attacken gefunden. Die nächste heißt Silent Night Requiem und es wäre ein Angriff von Sailor Saturn. Und die Lösung ist, nö, das habe ich mir ausgedacht, diesen Angriff gibt es nicht. Gut, die letzten 2 Attacken. Wir fangen an mit Kinmoku Flower Storm. Das wäre eine Attacke von Sailor Kakyu, die ja vom Planeten Kinmoku kommt. Aber nein, auch wenn Kinmoku etwas mit Blumen zu tun hat, diesen Angriff gibt es nicht. Und last but not least, Mars Flame Sniper. Und die Lösung lautet, ja, den gibt es sowohl im Anime als auch im Manga. Das ist natürlich ihr Angriff mit dem Bogen und dem brennenden Pfeil. Alles klar, dann schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr bekommen habt. Macht euch nichts draus, wenn es nicht so viele geworden sind, denn es geht hier natürlich nur um den Spaß. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.